Hallo und schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass du dir ein paar ruhige Minuten nimmst. Mein Tag war ein bisschen chaotisch, aber irgendwie hat mir genau das gezeigt, wie gut es tut, einfach kurz stehen zu bleiben. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn man draußen unterwegs ist und merkt, dass die Luft nach Winter riecht und die Stadt schon ein bisschen anders klingt. Dann weiß man, die Weihnachtszeit kommt näher, auch wenn der Kalender noch gar nicht so weit ist. Ich finde es jedes Jahr spannend, wie früh die ersten Weihnachtsmärkte auftauchen. Kaum wird es kälter, stehen auf einmal kleine Holzhäuschen da. Viele lachen darüber und sagen, es sei zu früh. Aber die gleichen Leute sind dann oft die Ersten, die mit einem warmen Getränk in der Hand durch die Buden gehen. Vielleicht warten die Menschen nicht auf das Datum. Vielleicht warten sie auf ein Gefühl, das ihnen sagt, jetzt darf es gemütlich werden. Wenn ich auf einen Weihnachtsmarkt gehe, merke ich schon am Eingang, wie sich alles verändert. Der Wind ist kalt, aber die Luft ist voll von Wärme. Ein süßer Geruch kommt dir entgegen. Vor dir glitzert etwas. Links hörst du ein paar Stimmen, rechts siehst du Licht. Und du denkst, ach, so fühlt sich Dezember an. Die ersten Schritte dort sind immer ein bisschen wie in eine andere kleine Welt. Ich schaue oft zuerst auf die Menschen. Viele laufen langsam. Niemand hat es eilig. Manche bleiben an derselben Stelle stehen und schauen einfach nur. Es wirkt, als hätten sie für einen Moment vergessen, was sie eigentlich noch erledigen wollten. Auf einem Forum habe ich einmal gelesen, dass jemand jedes Jahr auf den Markt geht, nicht um etwas zu kaufen, sondern um sich selbst einzuholen. Das fand ich schön und irgendwie sehr passend. Was ich besonders mag, sind die kleinen Dinge. Die kleinen Lampen, die wie Sterne wirken. Die leisen Melodien, die man fast übersieht. Eine Holzfigur auf einem Regal. Ein warmes Licht hinter einem Fenster. Ein Kind, das große Augen macht, weil alles neu und glänzend aussieht. Solche Details geben dem Markt seinen Charakter. Ohne sie wäre es nur ein Platz mit Ständen. Mit ihnen ist es ein Ort mit Stimmung. Die Buden aus Holz wirken manchmal ein bisschen alt, aber gerade das macht sie sympathisch. Manche haben eine kleine Girlande, manche nur ein paar Zweige. Man muss gar nicht viel dekorieren, um diesen besonderen Ton zu treffen. Ich habe einmal eine Frau gesehen, die an einer Bude stand und minutenlang auf eine einfache Kerze geschaut hat. Keine große Show, nur Licht. Und sie sah dabei sehr zufrieden aus. Diese kleinen Bilder bleiben im Kopf. Oft hört man auch ein leichtes Klingen aus einer Ecke. Kein Konzert, eher ein Hintergrund, der alles ein bisschen weicher macht. Manche Märkte sind lauter, andere ruhiger. Aber überall gibt es diesen Moment, in dem man merkt, ich kann hier einfach gehen, ohne Plan. Und das reicht. Während man langsam weiterläuft, sieht man immer neue Dinge. Kleine Figuren aus Holz, warmes Brot, ein Licht, das im Wind wackelt, Menschen, die lächeln, weil die Kälte sie ein wenig zusammenrücken lässt, und man selbst wird ruhiger, ohne es zu merken. Ich glaube, ein Weihnachtsmarkt lebt von solchen Bildern. Sie sind nicht groß und nicht wichtig, aber sie sind warm. Und genau diese Wärme zieht die Menschen an. Nicht die Sachen, die man kaufen kann, nicht der perfekte Glanz, eher dieses Gefühl, dass man für einen Moment nur schauen darf. Und wenn ich länger dort bleibe, beginnt mich zu interessieren, was es alles zu entdecken gibt. Nicht im Sinn von Einkaufen, sondern eher als kleine Reise durch Licht und Geruch und Klang. Genau dort fängt die nächste Frage an. Was sieht man eigentlich, wenn man sich die Stände genauer anschaut? Wenn man ein Stück weitergeht, merkt man schnell, wie unterschiedlich die Stände sind. Manche laden sofort ein, weil es warm daraus duftet. Andere wirken eher ruhig und zeigen kleine Dinge, die jemand mit der Hand gemacht hat. Ich mag diese Mischung, weil sie den Markt lebendig macht. Man sieht Menschen, die etwas probieren wollen, und andere, die einfach nur schauen. Und oft staune ich darüber, wie viel Mühe in manchen Kleinigkeiten steckt, auch wenn sie am Ende gar nicht gekauft werden. Es gibt Stände, an denen Essen angeboten wird. Der Duft ist warm und ein bisschen süß, manchmal auch ganz leicht würzig. Oft riecht man etwas, das an eine Küche erinnert, in der ein Feuer brennt. Die Luft ist kalt, aber der Geruch macht sie weicher. Viele Besucher bleiben genau dort kurz stehen, ohne etwas zu fragen. Sie atmen einfach ein. Und manchmal reicht das schon, um ein kleines Lächeln auf das Gesicht zu bringen. Nicht weit davon findet man Buden mit kleinen Geschenken. Holz, Stoff, Glas, nichts Lautes. Viele Dinge sehen nach Arbeit aus, die Zeit braucht.
Es gibt Leute, die darüber sagen, alles sei zu teuer. Und ja, manches kostet viel. Aber wenn man dann den Menschen hinter dem Stand sieht, versteht man oft, warum. Viele arbeiten das ganze Jahr für diese Wochen. Trotzdem kommen die meisten Besucher nicht wegen der Preise, sondern wegen des Gefühls, das diese kleinen Stände auslösen. Es ist ein bisschen wie Spazieren in einer Welt, in der alles langsamer entsteht. Zwischendurch sieht man Kinder, die stehen bleiben und kaum weitergehen wollen. Sie schauen lange auf leuchtende Sterne oder auf kleine Figuren, die sich bewegen. Eltern lächeln und warten geduldig. Ich habe einmal ein Mädchen gesehen, das so fasziniert von einem kleinen Karussell war, dass es die Hand ihrer Mutter losließ und einen Schritt nach vorn machte, ganz vorsichtig, als würde sie nicht stören wollen. Solche Momente bleiben hängen, weil sie ehrlich wirken. Auch Erwachsene haben ihre kleinen Szenen. Zwei Freunde, die lachen, weil einer den heißen Becher so schnell getrunken hat, dass er sich ein bisschen erschrocken hat. Ein Paar, das überlegt, ob es noch etwas essen soll oder einfach weitergeht. Es sind normale Situationen, aber in dieser Umgebung wirken sie weicher. Wenn der Markt voll wird, kann man leicht den Überblick verlieren. Ich habe mir angewöhnt, mir am Anfang einen ruhigen Punkt zu suchen. Manchmal ist das eine Bank, manchmal nur eine Ecke neben einem Stand. Von dort aus kann man einfach beobachten. Das hilft, wenn man nicht so gern mitten in der Menschenmenge steht, und es macht den Besuch entspannter, weil man sich nicht von der Bewegung ziehen lässt. Ein kleiner Tipp ist auch, den Blick ab und zu etwas höher zu richten. Viele hübsche Dinge hängen über den Ständen und gehen leicht verloren, wenn man nur nach vorne schaut. Die Geräusche sind ein eigenes Thema. Es ist kein Lärm, sondern eher ein weiches Summen. Man hört Stimmen, aber nicht klar. Man spürt eher ihr Tempo. Dazu kommt der Klang von Bechern, die aneinanderschlagen, wenn Menschen anstoßen. Und irgendwo läuft Musik, die nicht stört, weil sie im Hintergrund bleibt. Wenn es windig ist, bewegt sich das alles ein bisschen wie eine kleine Welle, die über den Platz geht. Mit der Zeit merkt man, wie gut diese Wege durch den Markt für den Winter passen. Draußen ist es dunkel und kalt, die Tage sind kurz und viele Menschen fühlen sich in dieser Jahreszeit schnell müde. Ein Weihnachtsmarkt gibt ihnen etwas, das sie sonst vielleicht nicht finden: Licht, Wärme und einen einfachen Ort zum Gehen. Nicht schnell, nicht weit. Einfach Schritt für Schritt in einer Umgebung, die freundlich wirkt. Und so kommt man ganz natürlich zu der Frage, warum solche Plätze gerade jetzt so gut tun. Viele Menschen sagen, dass ein Weihnachtsmarkt ein Gefühl gibt, das man nicht erklären kann. Ich denke oft darüber nach, warum das so ist. Vielleicht liegt es an diesem ruhigen Geräusch, das überall schwebt. Es ist kein Lärm, eher ein leises Bewegen von Stimmen und Licht. Man spürt, dass man nicht allein ist, auch wenn man niemanden kennt. Diese Nähe ohne Worte tut vielen gut, besonders im Winter, wenn die Tage kurz sind und man sich schnell ein bisschen schwer fühlt. Wenn man langsam durch die Wege geht, merkt man, wie weich die Gedanken werden. Man denkt nicht klarer, aber man denkt leichter. Der Kopf muss nichts leisten. Er darf wandern. Schritt für Schritt. Manche sagen auf Foren, dass sie auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil sie dort wieder atmen können. Nicht tief, nicht bewusst. Einfach so, nebenbei. Und ich verstehe das. In einer kalten Jahreszeit sucht man Orte, die ein wenig Wärme geben, ohne etwas zu verlangen. Es ist auch spannend zu sehen, wie Menschen sich dort verhalten. Viele lächeln mehr als sonst. Oft nur kurz, aber ehrlich. Man hört manchmal kleine Sätze wie „das riecht gut" oder „schau mal, wie schön das ist". Es sind einfache Worte. Doch in dieser Umgebung bekommen sie ein anderes Gewicht. Niemand wirkt dabei gezwungen. Vielleicht, weil die Stimmung selbst freundlich ist und man einfach mitfließt. Ich beobachte gern kleine Gesten. Ein Mann, der seiner Begleitung den Schal ein Stück richtet. Eine Frau, die einem Kind den Becher hält, damit es nicht kleckert. Zwei ältere Leute, die sich an den Händen halten, weil der Boden rutschig ist. Diese kleinen Momente entstehen überall und sie zeigen, dass ein Weihnachtsmarkt nicht nur ein Ort zum Kaufen ist. Er ist ein Ort, an dem Menschen sanfter miteinander umgehen. Trotzdem mag nicht jeder solche Märkte. Manche finden sie zu voll oder zu laut. Und das ist völlig okay. Man muss diese Stimmung nicht mögen. Aber auch dann kann man etwas für sich mitnehmen. Vielleicht findet man ein anderes Stück Winter in der Stadt, das dieselbe Ruhe bringt. Ein Park in der frühen Dunkelheit, eine Bank unter einem Baum mit Licht darüber, ein Café, das warme Musik spielt. Es geht nicht um den Markt selbst, sondern um das, was er in uns auslöst.
Den Wunsch nach einem kleinen, warmen Platz in einer kalten Zeit. Ich denke oft, dass jeder Weihnachtsmarkt ein bisschen anders ist. Manche wirken verspielt, andere sehr ruhig, manche sind bunt, andere schlicht, aber alle haben diesen kurzen Moment, in dem man stehen bleibt und sich fragt, warum fühlt sich das so gut an? Und vielleicht liegt die Antwort genau in dieser Frage. Wir brauchen nicht viel, um uns für einen Augenblick leicht zu fühlen. Ein Licht, ein Duft, ein sanftes Geräusch, mehr nicht. Wenn ich den Markt verlasse, nehme ich diese Stimmung oft noch mit nach Hause. Nicht lang, aber genug, um den Abend ruhiger zu machen. Und ich hoffe, dass du, wenn du irgendwann über einen Weihnachtsmarkt gehst, auch einen kleinen Moment findest, der dir genau das gibt. Ein bisschen Wärme, die du mitnehmen kannst. Danke, dass du heute zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und ein Like. Und wenn du Lust hast, schreib gern in die Kommentare, welche Themen du als nächstes hören möchtest.